Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive. Viele von euch haben sich das gewünscht. Wir sind heute in einem 8RX John Deere 8RX 410. Also der große Kollege aus der Baureihe. Nicht wundern, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen. Ich mache für die Let's Drives extra den Sitz ein bisschen tiefer, damit ihr eine bessere Sicht habt. So, wir stoßen erstmal, wir haben gerade umgepumpt, bisschen unglücklich kam der Kollege rangefahren, deswegen normalerweise bleiben wir einfach nur stehen. So, komischerweise muss das Handy immer klingeln, wenn ich einen Let's Drive aufnehmen will. So, lassen wir hier rein. Ich habe mir das so aufgelegt, dass ich das Fass hier auf diese Taste aktiviere. Auf der 9 habe ich ein iTech-Programm drauf für das Anklappen der Liftachse beim Strip-Till und fürs Einschalten der Gelenkwelle. Zusätzlich reduziere ich noch die Geschwindigkeit oder ich sage ihm, er soll die Maximalgeschwindigkeit reduzieren. Dadurch kann ich ihm maximale Drehzahl geben auf dem Gaspedal, was ja hier wirklich ein Gaspedal ist. Und auf der 5 habe ich den Autopiloten drauf, das heißt, ich kann eigentlich jede Funktion hier von diesem Joystick aus steuern, beziehungsweise ich habe mir das so hingelegt, dass ich jede Funktion damit steuern kann. Ich kann das natürlich mir auch hier rauflegen. Und im Moment fahren wir in der Halbautomatik. Das heißt, ich habe mir das erst eingestellt, wenn wir das ganze Gerät runter machen, dann darf er maximal 8 km/h fahren. Dadurch haben wir mehr Drehmoment im unteren Bereich und wir können deutlich besser durchziehen, weil wenn der Boden mal ein bisschen schwerer ist und wir machen alles gleichzeitig, wir senken das Gerät, wir schalten Gelenkwelle ein und eventuell haben wir einen zu hohen Gang, dann kann uns das Ganze hier auch einfach mal absaufen. So, absenken. Jetzt mache ich das Ganze rückwärts, das heißt mit der 8 lege ich die Liftachse runter, die wir hinten haben. Und mit der 9 beende ich wieder das Ausbringen beim Fass. Da ist auch so ein Vorgewende-Management hinterlegt. Das heißt, das Fass hat ein eigenes Programm, was es runterspult. Danach wird die Maximalgeschwindigkeit auf 18 km/h erhöht. Damit kann ich am Vorgewende dann ein bisschen zügiger fahren. Jetzt drücke ich wieder die 5 sozusagen, mache ich den Autopilot rein. Drücke 9 und 6 gleichzeitig. Kann jetzt hier einmal voll aufs Gas gehen. Das habe ich aber auch begrenzt bis 1780 Umdrehungen. Und dann könnte ich auch den Regler hier nach vorne packen. Und dann macht er alles alleine. Dann erhöht er die Drehzahl und jetzt wird er langsam schneller. Wir fahren natürlich hier mit dem E23 Getriebe. Das heißt, es ist nicht stufenlos, es ist ein Lastschaltgetriebe. Und dadurch hört man auch richtig den Schaltprozess. Wir sind heute auch ein bisschen zügiger unterwegs, deshalb sieht der Boden auch hier nicht ganz so krass glatt gesetzt aus. Wir sind jetzt auf den letzten Meter, morgen soll es Regen geben und deswegen müssen wir auch ein bisschen Tempo machen, weil danach sind wir auch durch und dann fährt der Ausbringer die Kombination hier sozusagen auf einem anderen Betrieb. So, aktuell möchten wir 32 Kubik pro Hektar ausbringen und aktuell bringen wir hier auch die 31,6 Grad, 32,1. Also das Fass kümmert sich auch, dass wir es einhalten. Hier ist eine Applikationskarte hinterlegt, das heißt, nach den entsprechenden Ertragszonen, bessere Zone, schlechtere Zone, geben wir mehr oder weniger Dünger, weil die Stellen sind dann meistens sandiger. So, jetzt haben wir hier 35 Soll, jetzt hat das geändert. Und wir sind aktuell bei 35,6, das heißt, der passt das auch relativ zügig an. Jetzt fahren wir gerade 12,6 km/h. So, wir haben jetzt durchschnittlich hier 13,4 Liter auf dem Hektar, seitdem wir heute Morgen angefangen haben. Gerade sind es 10,2, die wir gerade verbrauchen. Der Verbrauch geht natürlich nach oben, wenn wir pumpen, wenn wir umdrehen, all das kommt ja zum Hektarverbrauch dazu. Das heißt, wenn wir jetzt gerade so, zum Beispiel sind wir nur bei 8,6 Liter auf dem Hektar, aber dadurch, dass wir stehen und pumpen und dann keine Fläche schaffen, geht der Verbrauch dann auch deutlich nach oben. Und dann muss man sagen, hier 13,3 Liter dafür, dass wir 26 cm tief lockern, wir bringen über 30 Kubik in der Stunde aus. Ja, jetzt sind es gerade 35, im Mittel sind es auf dieser Fläche tatsächlich auch 40 Kubik auf dem Hektar, bringen wir hier aus, sodass wir ja, letztendlich keinen krassen Verbrauch haben in dem Sinne. Ja? Wenn man sieht, was wir einfach machen.
beziehungsweise was wir gleichzeitig alles bewegen, ist das eine super Variante. Wenn wir erst mit der Scheibenecke fahren würden, wären wir auch ungefähr bei 10 Liter auf dem Hektar und dann würde das Grubbern nochmal mit 13 Liter auf dem Hektar dazukommen. Das heißt, wir sind hier schon in Sachen Effizienz gut vorangekommen mit diesem Verfahren. Zusätzlich sparen wir natürlich auch Wasser im Boden, weil wir den Boden nicht durchmischen. Ja, wir lockern ihn ja nur tief und wenn wir ein bisschen langsamer fahren, dann sieht es ja tatsächlich noch ein bisschen besser aus. Dann hinterlassen wir tatsächlich auch dieselbe Oberfläche im Groben. Hier ist der Boden auch sehr, sehr sandig, das heißt, der rollt hier auch ein bisschen mehr. Je schwerer und je fester der Boden ist, desto unberührter sieht es am Ende auch aus. Könnt ihr auch gerne mal in meinen anderen Videos vorbeischauen in den Vlogs, da zeige ich euch das auch nochmal, wie es auf den schwereren Böden aussieht. So, jetzt suche ich mir im Prinzip hier in meinem kleinen Fenster eine neue Linie. Ich muss jetzt nämlich aufpassen. Moment, hier ist ein Stein. Den rollen wir noch rüber. Und dann können wir absenken und Liftachse anklappen. Ich muss nämlich jetzt dran denken, wir haben da zwar noch eine Spur, aber weil ich ja jetzt Beete fahre, ist es ja so, muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt noch 5 Kubik in dem Fass. Wenn ich da jetzt runterfahren würde, würde ich in der letzten Spur leer werden und da könnte auch kein Zubringer zu mir kommen. Der müsste ja dann auf einen gestrippten umdrehen. Deswegen ist es so, fahre ich jetzt eine neue Spur hier runter. Jetzt kann der Zubringer mich anfahren und ich fahre dann die letzte Spur sozusagen zu Ende und dann haben wir da kein Wendemanöver drauf. So, jetzt mache ich Rundumleuchte an. Jetzt kann ich den Zubringer sozusagen schon mal Bescheid sagen. Ich bin gleich leer. Und wenn er das dann sieht, dann macht er sich auch gleich auf den Weg. Ja, jetzt rollt er an. Dann können wir die Rundumleuchte wieder ausmachen. Muss man auch dran denken, sonst kommt der nächste Zubringer auf den Acker und kriegt Panik, weil mein Fass schon leer ist und er will so schnell wie möglich herkommen. So, jetzt piept er. Aber der Zeiger wackelt immer noch minimal. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Restmenge drin. Das können wir jetzt noch ausreizen. Und dann hört man das auch meistens. Dann geht auch ein bisschen Last weg, weil die Pumpe dann deutlich einfacher geht. Ja, jetzt ist er leer. Hebe ich das Ganze an. Nehme ich mir schon den Controller in der Hand. Schalte nebenbei die Vakuumpumpe ein. Das heißt, ich baue jetzt schon Unterdruck auf im System. Und wenn ich das Ganze jetzt hier gleich andocke, dann haben wir direkt schon Vakuum und saugen direkt los. Die Scheibe ist leider ein bisschen dreckig nach hinten raus, Leute. Wir hatten ein bisschen dollen Wind. Sodass wir beim Rausziehen, den Trecker ein bisschen mitbekleckert hatte die letzten Tage. So doll Wind war der. So doll war Wind, so rum. So, Bremse rein. Drehzahl hoch. Noch ein bisschen auf 1070 ungefähr. So, das heißt, wenn ich diesen Joystick in der Hand habe, drücke die Taste und drücke nach oben, dann fängt er an zu saugen. Dann geht ein Schieber auf, der Luftzugschieber geht zu bei mir am Fass. Ich habe da vorne so einen kleinen Schieber noch dran, der sozusagen dafür sorgt, wenn das Fass, mein Fass jetzt voll ist, geht ja der Hauptschieber zu, da oben der grüne am Arm. Und dann ist es ja so, dann wollen wir ja rausziehen, ohne dass wir die Säule, beziehungsweise die Säule wäre ja noch geschlossen und da wäre ja noch Flüssigkeit in der Säule drin. Und dann geht so ein kleiner Schieber auf, der zieht dann Luft nach, dadurch rutscht die Flüssigkeit zurück ins Fass, die wir haben. Und wir haben dann auch kein Vakuum und können dann einfach direkt anheben. Weil in dem Moment, wo wir jetzt auch anheben würden, ist ja trotzdem noch ein bisschen Vakuum im Fass, weil wir so schnell saugen, dass die Luft nicht so schnell nachströmt. So, wir pumpen jetzt ungefähr so 2 Minuten 30. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie flüssig das ganze Zeug ist, was wir jetzt hier rausziehen. Oder beziehungsweise was wir ausbringen. Aus dieser Anlage, wo wir jetzt aktuell fahren, ist es schon ein bisschen flüssiger. Ich habe hier die Möglichkeit, auch den Bildschirm komplett individuell mir einzustellen. Das heißt, ich habe hier die Hauptseite, wo ich im Prinzip alle Traktorfunktionen sehe, mit Hydraulikeinheiten, mit den Stunden, mit den Hektaren, mit den Gängen. Dann habe ich mir
Oder dann habe ich jetzt eine Seite für den Autopiloten. Ja, also hier die ganzen Linien und Felder. Und hier habe ich mir eine Seite erstellt von dem Isobus, von dem Fass. Und hier habe ich eine kleine Übersicht sozusagen für den Autopilot. Das reicht aus, um eine zweite Linie zu sehen. Ich habe zwar einen zweiten Bildschirm, der Trecker ist aber nagelneu. Der ist gerade mal 4 Tage jetzt in Betrieb. Und mir fehlt unten noch eine Halterung für meinen zweiten Bildschirm. Ansonsten kann ich mir alles sozusagen schnell da einmal rüberspiegeln, um mir das anzeigen zu lassen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Bei den Funktionen von diesem Joystick kann man hier raufklicken auf diese Taste, dann habe ich hier eine freie Belegung und dann kann ich im Prinzip alles zuordnen, wie ich mir das möchte. Das heißt, ich kann das Feld hier antippen und habe die Funktion und kann mir die dann rauflegen, so wie ich das hier haben möchte. Am Ende muss ich das Ganze hier grün schalten, als Benutzer definiert und ISO-Zusatz heißt, ich kann die Funktion des Güllefasses auch über den Joystick steuern. Das muss man aktivieren nach jedem Start. Ansonsten funktioniert es nämlich nicht. Dann wundert man sich, warum gehen die Tasten nicht. Dann muss ich das freischalten. Und ich habe hier nochmal eine Sperre hier vorne für den Joystick, sodass ich den auch nochmal nach dem Neustart freischalten muss. So, wenn das Fass voll ist, schaltet das Fass automatisch ab. Wir müssen bloß wieder auf die Vakuumpumpe Schwimmstellung geben. Die wird hydraulisch angetrieben. So, dann legen wir das wieder ab. Das muss ich selber machen, also ich lege selber das oben wieder rein. Die Coming-Home-Funktion gibt es hier nicht. Dann fahren wir wieder vorwärts, drücken Autopilot, drücken Fass ausbringen und drücken Liftachse nach oben ziehen, beziehungsweise iTech-Programm. Was natürlich ist, das Fass fährt natürlich bei dem Schieber automatisch dieselbe Position an, die wir hatten. Das heißt, in dem Moment, wo wir es absenken, haben eine höhere Drehzahl und fahren langsam an, bringen wir ein bisschen zu viel raus, aber das Fass reagiert sehr, sehr schnell. Also innerhalb von einer Sekunde wird es angepasst und wir sehen hier auch aktuell nur den Durchschnitt der letzten Sekunden. Hier der Schieber reagiert tatsächlich nochmal deutlich schneller. Je flüssiger wir die ganze Bewegung machen, desto besser kann das Fass regulieren. Da hat der Stufenlose natürlich den Vorteil, da können wir wirklich ganz langsam anfahren und auch mit bestimmter Drehzahl oder die Drehzahl reduziert anfahren und dann hoch beschleunigen. Das funktioniert dann tatsächlich noch ein bisschen flüssiger. So, wieder anheben, tack, zack. Das gucke ich immer im Spiegel, bis er tatsächlich anhebt. Da gucke ich auch tatsächlich nach über 1000 Hektar jedes Mal nach, dass auch das wirklich funktioniert. Mit abgesenktem Gerät in der Kurve fahren ist nicht ganz so gesund. Die Scherkräfte sind ja wirklich gewaltig. Wir drehen auf der ersten Achse vom Fass und dahinter ungefähr 3,5–4 Meter sitzt das Arbeitsgerät. Da könnt ihr euch vorstellen, wie doll die Scherkräfte, die Seitenkräfte sind. So, Autopilot rein, bisschen gerade in der Spur rollen, bis wir wirklich gerade sind. Wieder absenken, Liftachse, Schub. Und hier merkt man es, hier ist eine Fahrgasse, hier sind die Jungs auch einmal hochgefahren oder zweimal über die Fahrgasse hoch und da merkt man tatsächlich ein bisschen mehr Widerstand. Dieses Jahr sind die Böden natürlich deutlich feuchter, sodass man wirklich relativ zügig merkt, wenn jemand auf der Fläche rübergefahren ist. Da wir ja aber hier auf Fahrgasse fahren, wächst dahinter ja auch nichts und dann ist das auch zu verkraften, dass da einer rübergefahren ist. So, jetzt ziehen wir noch das schnell hier am Masten nach. Im Optimalfall macht man das auch als erstes, damit man nicht nochmal über Gestrippte fahren muss. Ich habe mir das jetzt so angewohnt, dass ich zweimal rückwärts ranstoße von beiden Seiten und dann ist das Ganze gut fertig. Also ich mache nicht nochmal rechts und links und nochmal rechts und links fahren. Wie ein kleines Vorgewende mache ich nicht mehr, sondern das hier ist die schnellste Variante und die funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, der Traktor ist natürlich durch sein Raupenlaufwerk auch deutlich bodenschonend. Das heißt, wenn wir drüber fahren, dann sind wir nicht wirklich schwerer als ein Mensch mit einem Schuh, der hier rüber läuft. So. Nur das Fass ist halt problematisch, ne? Ach Gott, wir haben die Ausschiebeachse heute noch gar nicht draußen. So, Autopilot.
absenken. Dann kann man auch selber nochmal die Zapfwelle einschalten. Dann kommt nämlich schon ein bisschen Substrat raus, wenn man sich anrollen lässt. Das ist eine coole Variante, wenn man wirklich in die Ecke reinstößt und man möchte wirklich, dass ab dem ersten Moment wirklich Gärraste rauskommt. Dann senke ich das ab, mache die Zapfwelle an, dann läuft die Pumpe und dann geht es auch schon los. So. Ich habe das auch so gemacht, nachdem ich die Funktion beim Fass, also Gerät ausheben, betätige, macht er erst die Schieber alle zu und nach 2 Sekunden fängt er erst an, das Gerät anzuheben. Hat einfach den einfachen Grund, wenn wir sofort anheben, da kommt ja trotzdem noch Substrat raus. Und ungefähr 2 Sekunden bzw. 1,5 läuft da noch Substrat raus. In einer superschnellen Geschwindigkeit, der Luftzug ist relativ groß, sodass, wenn wir rausheben, tatsächlich auch kaum noch was nachtropft. Da haben wir ein super sauberes Vorgewende, auch wenn die Zubringer da rüberfahren, haben die keine dreckigen Reifen und nehmen keinen Dreck mit auf die Straße. Das ist ein Riesenvorteil auch gegenüber der Scheibenecke. Das heißt, wenn wir ausheben, ist tatsächlich alles leer und zu und wir haben super sauberes Vorgewende. Der Vorteil an diesem System ist ja, dass alles unterirdisch ausgebracht ist. Das heißt, wir können hier auch mit Lackschuhen über die Fläche gehen und haben im Endeffekt super saubere Schuhe. Na gut, vielleicht sind sie ein bisschen eingestaubt, aber Gülle ist nicht dran. Ne? So, wenn wir jetzt das Fass gleich ein bisschen leerer haben, dann können wir natürlich auch die Ausschiebeachse ausfahren. Habe ich heute Morgen vergessen. Die ersten 5 Fässer bin ich jetzt ohne gefahren. Das war jetzt das 5. Fass gerade. Innerhalb von einer Stunde. Das heißt, wir sind aktuell ungefähr bei 100 Kubik in der Stunde, die wir da ausbringen. Wir sind heute auch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, was heißt weiter? Eigentlich ist es heute für uns heute dichter. Wir haben 4 Zubringer und wir sind 6 Kilometer weg. Aber wir haben auch satt zu tun, dass die relativ zügig rankommen. So, wenn ihr jetzt seht, hier am Vorgewende, hier haben wir gerade ausgehoben und ihr seht tatsächlich, das heißt, wir kleckern kaum nach. Es ist marginal und das Vorgewende bleibt wirklich schön sauber. Und die Fahrzeuge auch. Das ist auch ein Vorteil vom Striptill, auch wenn wir jetzt hinterher bei den letzten Bahnen nachher über die auf der Straße rauffahren, haben wir trotzdem kaum Verschmutzung, weil halt kaum was anhaftet. Wenn wir jetzt mit einer Scheibenecke fahren oder teilweise mit einem Güllegrubber ist es doch ein bisschen döller. Und auch das ist inzwischen ein Faktor, den wir beachten müssen, denn wir müssen natürlich selbstverständlich die Straßen immer wieder reinigen, wenn wir die dreckig gemacht haben. Und in einer sehr stressigen Zeit ist jedes Fahrzeug, was man entbehren muss zum Reinigen, und jede Arbeitskraft ist natürlich sehr, sehr wertvoll. So, jetzt haben wir, glaube ich, gleich eine kurze Standzeit. Ich hatte gerade auch eine Transporter angerufen, dass er gesagt hat, er kriegt da nichts mehr raus. Wir sind natürlich auf den letzten Metern, wo jetzt nahezu alle Behälter auch irgendwo leer sind. Und dann ist das immer mal schwierig, da muss man manchmal noch die Anlage switchen, von der man holt, und ja.
Nichtsdestotrotz sind wir dieses Jahr früh fertig, ist der 22. April. Ist eigentlich in Ordnung für diesen Zeitraum. Können wir eigentlich auch ein bisschen Tempo runternehmen. Wenn wir sowieso warten müssen, dann können wir auch ein bisschen langsamer fahren, dann haben wir noch ein deutlich besseres Arbeitsbild. Also wenn wir hier so rüber düsen. Hier standen übrigens Sonnenblumen. Jetzt kommt hier Mais her. Und danach kommt dann hier Roggen her. Wenn ich jetzt warten muss, dann fahre ich auch den Zubringern schon ein Stück entgegen. So, anheben, fertig. Das heißt, die Fläche hat ja hier 52 Hektar. Und ich gucke dann halt, dass ich den Jungs entgegenkomme. Ich habe ein bisschen die bodenschoneren Reifen drauf. Das heißt, es ist viel besser eigentlich, wenn ich über die Fläche fahre und die Jungs nicht. Aber wenn man hier zum Beispiel sieht, hier ist auch einer drüber gefahren. Die hinterlassen kaum Spuren. Ja, ich würde sagen, ich hole euch gleich wieder dazu, wenn die Jungs da sind, wenn der nächste Zubringer da ist. So, da sind wir wieder zurück, gerade vollgepumpt. Ich habe die letzte Bahn eben da einmal noch durchgezogen. Was kann ich euch zu dem Fahrgefühl sagen von diesem Teil? Wir lassen mal das E23 ein bisschen weg. Und ich muss euch sagen, das Fahrgefühl, es ist so krass. Du bist einfach nur am Schweben über die Fläche. Das Ding gleitet so dermaßen krass. Wir haben die ganze Zeit zwischen 0 und 2% Schlupf. Das heißt, die Kraftübertragung, ja, die ist wirklich da. Die ist wirklich da. Und selbst mit einem 8400 mit Zwillingsbereifung kann ich mich nicht erinnern, dass ich vor dieser Combo mit 0 bis 2% Schlupf gefahren bin, sondern es waren immer so um die 5% ungefähr. Nachteil von diesem System ist natürlich, sobald es mal ein bisschen matschig wird, ja, kommen wir hiermit relativ schnell zum Erliegen, weil wir haben so hohe Auflagefläche und so niedrigen Auflagedruck, dass wir halt beim Motor sofort anfangen, so ein bisschen zu schmieren und zu wühlen. Also, wisst ihr, wir versacken nicht mehr, wir fangen einfach nur an der Oberfläche so ein bisschen auszurutschen. So, und stoßen wir mal hier rückwärts rein. Aber ansonsten ist das schon sehr, sehr begeisternd. Die neue Kabine ist gelungen. Was mich ein bisschen stört, im Niedrigdrehzahlbereich scheint das Getriebe so ein bisschen so ein Pfeifen zu machen. Ja, das haben wir nicht im höheren Drehzahlbereich. Und ich habe auch festgestellt, ich bin es eigentlich gewohnt, von den Fans und auch vom Serion, die im Niedrigdrehzahlbereich ein bisschen zu fahren. Da fühlt der sich hier nicht wirklich wohl. Also da hast du viel Probleme mit Hin- und Herschalten, mit Kraft, die du teilweise nicht hast. Ich bin tatsächlich auch von 1600 Umdrehungen jetzt auf 780 gegangen in der Auslastung und es harmoniert deutlich besser. Es läuft richtig smooth. Das ist natürlich ein Punkt, an dem muss man sich ein bisschen umgewöhnen, weil wirklich ein Fendt oder gerade unseren Fendt im Niedrigdrehzahlkonzept, der gleitet da mit seinen 1200 Umdrehungen meistens vor sich hin. Und wenn der dann mal 1300 oder 1400 macht, dann, oh, der muss er aber brüllen jetzt hier, denkst du denn schon? Also das ist schon ein großer Unterschied. Super interessant wäre natürlich diese Kombination mit einem E-Auto-Power, das heißt einem elektronischen Getriebe oder elektronischen Antrieb. Das wäre super krass interessant und ja, da bin ich auch, weiß ich nicht, ich versuche mal für YouTube oder so ein Getriebe zu bekommen oder einen Trecker mit so einem Getriebe mit John Deere. Also da wäre ich super gespannt, wie das wohl funktioniert. Soll ja tierisch leise sein und sich wirklich gut fahren und soll auch die Kraftübertragung gut hinbekommen. Der Vorteil von diesem E23-Getriebe ist halt die wahnsinnig gute Kraftübertragung. Hier greifen richtig Zahnräder ineinander, wodurch das Ding eine brachiale Zugkraftleistung hat. Und ihr seht hier zum Beispiel den Unterschied. Hier sind wir langsamer gefahren, hier sind wir 9 gefahren. Ja, und da waren wir nachher wieder 12 gefahren und ihr seht den Unterschied an der Oberfläche. Der Boden bricht natürlich deutlich mehr.
Was wir jetzt aber heute mal ein bisschen in Kauf nehmen, weil wir ein bisschen Tempo machen wollen. Wie gesagt, wir wollen heute spätestens morgen Mittag fertig wollen. Es gibt Regen und wir haben jetzt, hier ist zwar noch sandiger Boden, aber wir haben da, wo wir noch hin müssen, ist nur noch schwerer Boden. Hat sich das eben ein bisschen aufgeschoben, da hat sich tatsächlich hier dieser Stein in den Scharen verklemmt gehabt. Aber wir müssen sowieso noch mal einmal über die Flächen rüber Steine sammeln. Ich kann euch aber auch sagen, innerhalb jetzt des Striptills, im ersten Jahr Striptill war noch krass, was man an Steine hochgeholt hat. Richtig krass. Jetzt im zweiten Jahr ist es kaum noch irgendwas. Also es ist teilweise auch so, dass wir eigentlich Flächen jedes Jahr immer mit Steine sammeln mussten. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir sagen, nö, eigentlich brauchen wir dieses Jahr keine Steine sammeln auf einigen Flächen, weil wir holen da eigentlich gar nichts mehr hoch. So, jetzt fahre ich ein bisschen gerade rüber, dass wir einen vernünftigen Anschluss am Vorgewende haben. Ich kann natürlich die Fahrtrichtung hier ohne Kupplung wechseln oder ohne Kupplung tauschen. Das heißt, ich lege hier bloß den Schalter nach vorne. Kuppeln macht der Trecker alleine, beziehungsweise der kuppelt alleine. Das ist etwas, was immer im Stream gefragt wird. Musst du eigentlich kuppeln hier? Nein, musst du nicht. Du kannst alles während der Fahrt machen. Und wenn du bremst, dann legt er automatisch oder kuppelt automatisch. Das heißt, er schaltet dann automatisch die Kupplung. Du brauchst eigentlich die Kupplung hier auch nicht mehr wirklich betätigen. So, der Zubringer kommt jetzt auch direkt gleich mit. Der sieht natürlich, wenn ich von oben angefahren komme, fahre wieder hoch, dass ich gleich leer werde. Aber ich denke, für ein Let's Drive war das jetzt hier eine gute Variante. Euch da mal die Einblicke zu gewähren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es ein Let's Drive beim Maislegen mit dem 39. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.